Ja, moin zusammen. Neue Ausgabe von Automobil Depression. Und heute geht es um diesen Audi 80. B3, also die dritte Version des Audi 80. Und die kam 1986 auf den Markt und damit war Audi im Prinzip der letzte, der in der Mittelklasse sozusagen ein neues Auto vorstellte. Davor kam schon BMW 82, glaube ich, mit dem E30 und Mercedes auch 82 mit dem Baby-Benz, dem W201, dem 190er. Und Ford hatte auch mit dem Ford Sierra ab 82 einen großen Wurf gelandet, auch so ein aerodynamisches Design. Wie gesagt, und 86 kam dann Audi. Die bauten ja zuvor noch im Prinzip diese Audi 80 auf dieser alten Passat-Plattform. Ja, also das waren wirklich veraltete Fahrzeuge. Ja, und dann kam 86 dieses Auto und wie jeder weiß und jeder sieht sofort, im Lastenheft ganz groß oben stand halt Aerodynamik. Und das war man ja auch schon von dem Audi 100, wie hieß er, C3, glaube ich, der schon 82 vorgestellt wurde, eigentlich ja schon bekannt. Nur man hat das hier noch ein bisschen konsequenter eigentlich betrieben. Also man hatte die Kundschaft von Audi an dieses moderne Aerodynamik-Design mit dem Audi 100 schon gewohnt. Und es waren ja zu der Zeit, man kann sich das kaum vorstellen, Audi war ein ganz konservativer Kundenkreis. Also das war zuvor, bevor Audi so ein bisschen auf Premium machte, war das im Prinzip Konkurrenz von Ford und Opel, also von Granada und Rekord. Und dann kam der neue Audi 100 82 mit dieser neuen Formensprache. Ja, und 82 der Audi Quattro natürlich, die großen Rallye-Erfolge. Entwickelt hatte dieser Quattro ja der Herr Gumpert, der dann ja irgendwann auch so einen Sportwagen gebaut hat in den letzten Jahren. Und der natürlich mit dem großen Patriarchen Ferdinand Piëch, der Audi-Chef war zu der Zeit und Familienmitglied von Porsche Piëch, dann sozusagen ins Lastenheft auch noch geschrieben hat, Top-Verarbeitung, Langlebigkeit und so weiter. Und Stichwort Langlebigkeit, Langweiligkeit komme ich später darauf zu sprechen. Langlebigkeit, also es gab auch bei Porsche schon Versuchsfahrzeuge für so ein Langzeitauto. Also man hatte damals tatsächlich auch überlegt, irgendwie Autos zu konstruieren, die wirklich lange halten, die damit auch ressourcenschonend waren. Das war im Prinzip auch so eine Art von Umweltgedanken. Und dieser Audi 80 B3, der war im Prinzip ein Langzeitauto. Was wir heute feststellen können, in Youngtimer-Kreisen ist dieses Auto mittlerweile ganz gut etabliert. Und die Leute schätzen halt die Langlebigkeit. Das ist zum einen die Verarbeitungsqualität. Also man hat hier bei Audi das erste Mal eine voll verzinkte Karosserie eingesetzt. Das gab es damals nur, soweit ich weiß, beim Porsche 911. Und man hat natürlich diesen Nimbus des Porsche 911, was Langlebigkeit angeht, hier auf den Audi übertragen. Und das brachte natürlich gleich sofort einen riesen Kundenstamm. Also das Auto wurde insgesamt 1,9 Mal fast produziert, also ein wirklich großer Erfolg. Es wurde wahnsinnig gut exportiert, also auch in andere Märkte außerhalb von Deutschland. Und es hatte natürlich auch viele Qualitäten, aber es hatte natürlich jetzt keine Avantgarde in dem Sinne, was die Technik anging. Denn man hat im Prinzip die Motoren vom Vorgänger 1:1 übernommen. Die waren längs eingebaut und es gab Vorderradantrieb. Hinten gab es so eine Verbundlenker-Hinterachse. Nichts Aufregendes, vorne McPherson, Federbeine und so weiter. Also Fahrwerk war gut, aber es war jetzt nicht avantgardistisch oder irgendwie besonders ausgeklügelt. Da war natürlich Mercedes oder BMW schon ein bisschen weiter und wesentlich spontiver. Die sportliche Variante hier bei diesem Audi 80 gab es natürlich auch. Das war der Quattro. Den gab es als Audi 80 als Quattro und natürlich dann später auch, das war so ein Derivat, so ein etwas luxuriöses Derivat, sollte die Lücke schließen, wenn es da jemals eine gab, von Audi 80 zu Audi 100, war der Audi 90, den es dann auch mit 5-Zylinder-Motoren gab und mit dem 1,6 Liter Turbodiesel mit 70 PS, der damals wahnsinnig sparsam war. Ich hatte den in so einem Golf 2, das war unglaublich, also dieses Auto brauchte, wenn man den wirklich bewusst fuhr, unter 5 Liter. Genau, also dieser Audi 80 B3 ist im Prinzip heute ja immer noch ein sehr häufig zu sehendes Auto. Also man dreht sich jetzt nicht die Köpfe um und dreht jetzt auch nicht durch, wenn man so ein Auto sieht. Aber es ist beim näheren Hinblick doch schon ganz interessant, weil dieses neue Design von Audi, das waren 2 deutsche Designer, die das gemacht haben, die haben das alles dreidimensional gemacht. Es gibt an diesem Auto im Prinzip keine Ecken und Kanten, es ist alles irgendwie rund. Und er hat auch so als erster mehr oder weniger so eine geschwungene Kunststoffstoßstange, die sich so in diese Karosserie einfügt. Die war noch nicht mitlackiert und noch nicht so, wie das heute bei allen Fahrzeugen üblich ist, aber er war damit auch im Prinzip so eine Art Vorläufer von so einer integrierten Stoßstange aus Kunststoff, vorne wie hinten.
Und beim Audi 90 war sie dann auch lackiert und sah dann tatsächlich so aus, als ob sie Teil der Karosserie war. Nachteile bei dem Audi waren, das wurde ihm auch damals bemängelt, der zerklüftete Kofferraum, der hier nur mit Schlüssel aufgeht. Also hole ich jetzt den Schlüssel, den der Besitzer hat. Der Spießer zieht immer die Schlüssel ab. Ich weiß gar nicht warum, weil wir hier stehen und eigentlich keiner was klauen kann. So, also das war immer so das große Manko des Audi 80, das wurde ihm gleich vorgeworfen. Ein zerklüfteter, sehr tiefer Kofferraum, der auch im Vergleich zur Konkurrenz relativ wenig Platz bot. Gut, heute kann man damit wunderbar leben. Und was man damals auch sehr ungewöhnlich empfand, war ein sogenanntes Notrad schon. Ja? Also das war damals noch nicht Standard. Es gab zumindest ein Ersatzrad, aber das war halt kleiner gehalten, also im Prinzip ein Noträdchen. Und ziehe ich den Schlüssel wieder ab. Ich stecke ihn jetzt einfach in die Tasche. Dann das Platzangebot. War generell in der Klasse, also auch beim E30 und beim 190er nicht riesig und auch beim Audi 80 jetzt nicht wirklich riesig. Also man sitzt hier ganz gut und man musste aber, und das sieht man hier sofort, wenn ich hier drin sitze, aufgrund der Kopffreiheit den hinteren Sitz, also die Sitzbank ist das Wort, weiter nach vorne bauen, weil man sonst hier mit dem Kopf eingeschlagen ist. Aber leider tue ich das immer noch. Und insofern ist das hier, also Kopffreiheit ist hier, obwohl das Auto kein Schiebedach hat, nicht optimal. Also für größer gewachsene Formpassagiere. Die Beinfreiheit ist tatsächlich okay, da kann man jetzt nichts gegen sagen. So, Langlebigkeit. Alle Autos der 80er, 90er Jahre haben halt dieses Problem. So auch bei Audi. Das war schön gedacht, aber schlecht gemacht. Man hat hier so einen Stofffetzen sozusagen eingespannt und der war dann hier verklebt. Leider Gottes hat man immer die Fehler gemacht, hier so einen Schaumstoff drum zu machen. Und je älter so ein Auto wird, desto mehr diffundiert dieser Schaumstoff und der Kleber darunter. Und die ganze Sache ist halt bröselig. Das kriegt man wieder hin, aber man wird wahrscheinlich auf diesen Schaumstoff verzichten muss oder Künstler. Das klebt jetzt hier auch in den Händen. Das ist wirklich eklig. Das ist so ein typischer Schwachpunkt dieser Modellbaureihe, aber von vielen anderen Autos aus den 80ern, Anfang der 90er Jahre auch. Der Himmel hier ist Gott sei Dank noch ganz, das ist so eine Schale quasi, ja, also auch gut gemacht. So eine harte, kunststoffgepolsterte Schale, die zumindest nicht hängen kann. Also die ist einfach fix. Die Polster selber sind auch robust. Also dieses Auto hat hier weit über 200.000 Kilometer gelaufen und die Polster sehen wirklich noch gut aus. Das muss alles gereinigt werden. Aber hier gibt es dann auch schon so diese Geschichten, die bei späteren Autos sind, diesen sogenannten Softlack, hier in beige gehalten. Hier in diesem Aschenbecher sieht man, dass das dann so abblättert. Das ist halt schwer wieder gut hinzukriegen. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Und gebrauchte Ersatzteile in einem perfekten Zustand wird man wahrscheinlich auch eher schwer kriegen. Aber das ist ja das Schöne an diesem Hobby, was wir haben. Man sucht sich das dann halt irgendwie zusammen. Und vom Audi 80 B3 gibt es halt noch viele. Und viele Autos sind halt auch, ja, werden nicht wieder aufgebaut, weil sie einfach zu kaputt sind. Und dann kriegt man vielleicht noch so ein paar Sachen aus dem Interieur. Man musste halt auch suchen mittlerweile, aber man wird schon fündig. Und das ist, ja, das ist immer wieder das Schöne, finde ich. Genau, der Audi 80 hatte dann auch schon was ganz Modernes, nämlich dass man die Gurte hier hochstellen konnte. Also großgewachsene Fahrer konnten sich das ganz nach oben stellen und hatten dann den Gurt ganz gut sitzen. Und was ich immer beim Audi 80, diesem B3, toll fand, war diese voluminöse Armaturentafel. Und da muss man jetzt auch in puncto Langlebigkeit wieder ein Lob aussprechen, denn hier gibt es einfach keine Risse. Das habe ich beim Audi 80 auch noch nie gesehen. Das hat man ja durchaus bei Saab und bei Volvo und auch bei Mercedes. Das hat Audi hier nicht. Also dieser Kunststoff scheint wirklich irgendwie vernünftige Weichmacher drin gehabt zu haben, die jetzt nicht unbedingt aushärten. Und das fand ich immer schön. Also das wirkte unglaublich solide und unglaublich sicher. Es gab ja noch keine Airbags, aber es gab bei Audi auf Wunsch, glaube ich, dieses sogenannte Pro-Content. Also da zog sich also die Lenksäule bei einem Aufprall über Drahtseile und der Gurt auch über Drahtseile quasi vom Fahrer weg. Das war sozusagen der Vorläufer des Airbag. Das hatte Audi dann angeboten. Was Audi genauso gut konnte wie Mercedes und BMW, war einfach dem Kunden nichts anzubieten. Es sei denn, er zahlt Geld dafür. Also die Ausstattungsliste war riesig und man konnte hier alles, ich glaube sogar der zweite Außenspiegel ist extra. Servolenkung, was dieses Auto hatte, kostete extra. Selbst die hochmotorisierten Modelle, also selbst im Audi 90, glaube ich, hatten serienmäßig keine Servolenkung. Musste man dazu bestellen.
Genauso wie so Geschichten, Automatik natürlich, Sonderausstattung, Schiebedach, wärmedämmendes Glas. Das kostete alles extra und die meisten Leute waren in dieser Klasse halt nicht bereit, das zu bezahlen, weil trotz dessen, dass dieses Auto sehr progressiv erstmal optisch wirkt, war die Käuferschicht doch relativ alt. Also Erstbesitzer von diesem Auto war 1931 geboren. Ja, der hat sich das das ist einer der letzten von 91, 1991 noch neu gekauft und war da auch schon ein älterer Herr. Das war halt immer noch eine relativ konservative Käuferschicht. Und insofern hatte Audi auch mit diesem Audi 80 hier so ein bisschen so dieses Hutträger-Image noch nicht abstreifen können. Aber sie waren auf einem guten Wege und naja, mit diesem Auto war Audi dann wirklich auch endgültig im Premium-Segment angekommen und war ein ernstzunehmender Konkurrent von Mercedes und BMW, um die es ging. Und nebenbei auch von den alten Mitbewerbern Ford und Opel, weil was hatte Opel zu der Zeit? Den Ascona, glaube ich, noch. Und Ford hatte halt den Sierra, den ich ja nach wie vor sehr gerne mag und der auch ein tolles Auto war und auch eine tolle Karosserie hat, ein tolles Design. Uwe Bahnsen hat das, glaube ich, damals gemacht. Auch den gab es mit Allrad, das war in den 80ern halt auch dann so eine Sache, man bot dann halt alles Allrad an, aber Quattro war halt dann schon eine Marke. Und mit Quattro wusste man halt, da kann man dann auch sportliche Erfolge erzielen und das war halt extrem wichtig. So, Motor. Naja, über diese alten Graugussschweine ist eigentlich nicht viel zu erzählen. Die sind aus dem VW-Regal. Das gab es zum Beispiel bei Mercedes nicht? Also das, oder bei BMW auch nicht. Also, dass der Kunde hier noch eine Stange bemühen muss, um diese Haube zu halten, das gab es nicht. Das hatte nur noch Audi. Da ist noch so ein bisschen so diese VW-Verbundenheit und genau, das Ganze ist hier halt VW. Der 1,8 Liter, 8 Liter mit 90 PS und Vergaser. Dann gab es auch noch diese Carjack-Tronik mit 115 PS und später auch mit 90 PS, meine ich, die so ein bisschen komplizierter ist, weil die alten Einspritzgeschichten, die kommen dann irgendwann ins Alter und zicken dann rum. Mittlerweile gibt es ein paar Leute, die Mengentaler und sowas reparieren. Aber man selber kommt da schon so ein bisschen ins, ja, ganz normaler Zahnriemenmotor, Graugussblock, Alu-Zylinderkopf, 2 Ventile pro Zylinder, also überhaupt nichts Dolles. 90 PS, Brot und Butter, hielten relativ lang, wenn man sie pflegte, litten manchmal auch so unter thermischen Problemen, weil auch dieses Auto, wie ihr seht, und das hat ja auch zum Beispiel mein CX, also das war damals auch gang und gäbe, dass man hier keinen Gebläsemotor hatte, sondern man musste darauf vertrauen, dass dieses Ding hier anspringt über den Fühler. Wenn es das nicht tat, und Oppi hatte das nicht gemerkt, oder Omi, dann gab es auch mal schnell eine Überhitzung und einen Zylinderkopfschaden. Aber gut, das hast du ja auch bei Citroën, wie wir gesehen haben, beim CX und bei vielen anderen Modellen aus der Zeit aus. Außer Mercedes und BMW, die hatten halt immer einen permanent mitlaufenden Lüfter und eine Visco-Kupplung, die dann bei besonders starker Beanspruchung ansprang und dann den Lüfter schneller umdrehte. Ja, in puncto Crashsicherheit war Audi halt auch relativ führend. Da hat man eine ganze Menge gemacht. Da war der ganz gut, also ähnlich wie die Mitbewerber. In puncto Spritverbrauch war er jetzt, das war zwar ganz oben auf dem Lastenheft, aber es ist kein Sparwunder. Also das Einzige, was man ihm hier sozusagen spritspartechnisch mitgegeben hat, war eigentlich die aerodynamische Karosserie. Motoren halt, wie gesagt, uralte Geschichten. Es gab hier auch keinen Leichtbau. Also im Vergleich zum Vorgänger war dieses Ding, glaube ich, 150 Kilogramm sogar schwerer, weil allein diese Verzinkung kostet halt unglaublich Gewicht. Und das hat Audi ja irgendwann gemerkt und hat dann gedacht, wir bauen mal so ein Alu-Space-Frame, also Stichwort A8 und A2, wo man dann dachte, mit diesem aufwendigen Aluminium kann man dann halt Gewicht reduzieren und dadurch dann nochmal Sprit sparen. Ja, war jetzt auch nicht so wahnsinnig. Also beim A2 schon, aber beim A8 war auch, glaube ich, nicht die Käuferschicht jetzt so, dass die unbedingt Sprit sparen wollten. Genau, Spritsparwunder war es nicht, aber er war halt, was die Konkurrenz angeht, halt ebenbürtig. Aber da hat er kein Alleinstellungsmerkmal. Alleinstellungsmerkmal heute ist tatsächlich, dass er lange hält. Wobei man auch sagen muss, dass voll verzinkte Karosserien jetzt nicht permanent vor Rost schützen. Und wenn ihr euch sowas kauft, achtet mal so ein bisschen darauf, wenn diese Autos halt irgendwie Unfälle hatten. Und da sind Kotflügel ausgetauscht. Dann heißt das nicht unbedingt, dass die voll verzinkt waren, die Kotflügel, weil man hat die dann aus dem Zubehör gekauft und dann rosteten die auch schnell wieder durch. Oder achtet darauf, dass er auch hinten keinen Crash hatte, wo dann die Bleche verzogen sind. Denn das wurde dann repariert und meistens nicht bei Audi und wurde dann auch nicht wieder verzinkt. Also da sind dann Rostprobleme durchaus gekommen dann.
Was diese Autos leider auch haben und was dieses Auto auch hat, ist halt, dass man immer nie so richtig darauf geachtet hat, dass das Auto auch unten irgendwie nur eine bestimmte Bodenfreiheit hatte. Also man sieht hier so Schweller eingedrückt. Auf der anderen Seite auch. Manchmal sind auch so Werkstätten damit falschen Wagenhebern dran gegangen oder haben das Auto falsch aufgebockt, dann ist was abgerutscht und hat eine Brelle gemacht, eine Delle in Schweller gemacht. Also achtet darauf, dass das alles noch okay ist. Weitere Schwachstelle ist hier dieses, bei allen Audi 80 sieht man auch schon hier dieses dann doch nicht wirklich hochwertige Kunststoff. In diesem Bereich, das ist so ein ganz billiges bruchiges Ding, was aber wichtig ist, weil nämlich hier drunter der Wasserkasten sitzt, da ist der Sicherungskasten, der sitzt auch direkt im Wasserbereich und wenn das dann hier runterläuft, dann läuft es irgendwann auch, dann sitzt nämlich hier das Gebläse, dann läuft nämlich der ganze Regen und das ganze Wasser in den Innenraum und macht den Teppich nass. Da achtet bitte darauf, dass dieses Ding noch okay ist, es ist bei dem nicht mehr okay. Da wird jetzt der Besitzer sehen müssen, dass er da was kriegt. Genau, und hier fehlt ein Gummi, so ein Anschlaggummi für den Dings. Also man wird hier weiter suchen müssen nach Teilen. Und auch diese Leiste sitzt hier ganz falsch. Die ist nämlich viel zu... Nee. So, die muss hier so ebenbürtig dran sitzen und klemmt nämlich dieses Gitter so mit ein, damit das hier einigermaßen dicht ist, wenn hier die Regenfälle runterkommen. Ne? So, irgendwie so. Gut. Genau, dieser Vergaser hier, das ist so eine, was ist das, so eine Monopoint-Einspritzung, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Also das ist so ein elektronisch geregelter Vergaser oder elektrisch geregelter Vergaser. Der soll ganz gut sein. Ich bin jetzt kein wirklicher Audi-Experte, gebe ich ganz offen zu. Der soll ganz gut sein. Wie gesagt, ich hatte das gleiche Auto mal mit der Einspritzung, mit der Kajektronik. Das ist ein bisschen tückisch. Wenn sie laufen, laufen sie toll. Wenn sie nicht laufen, laufen sie halt richtig scheiße. Und das ist ein richtiges Problem, das wieder richtig hinzukriegen. Ich habe das selber damals versucht mit diesem Mengenteiler, den ausgebaut und mir eine neue Dichtung. Dann lief er irgendwie, aber immer noch nie so richtig, wie ich das haben wollte. Jetzt erzähle ich euch eine andere Geschichte zu diesem Auto. Und zwar die des Besitzers. Und die ist wirklich schön, deswegen erzähle ich sie. Und der Besitzer hier dieses Autos hat ihn heute erst erworben. Kann euch die Freude und den Stolz, den er hat, gar nicht zeigen, weil er nämlich hinter der Kamera steht. Das ist Robert, unser Mind sozusagen, unser Brain hinter dem ganzen Channel. Und im Gegensatz zu mir mag er Audi. Ja, er liebt Audi über alles und er findet auch meine Autos irgendwie ganz lustig, aber eher skurril und würde, glaube ich, niemals an so einen CX rangehen oder ein Saab Cabriolet oder sowas. Das findet er komisch, aber er liebt Audi und das hat auch seinen Grund, weil Robert ist in Polen aufgewachsen und zu einer Zeit, wo es da in Polen halt diese, ich sage das ja immer so ein bisschen, das ist gar nicht despektierlich gemeint, diese Ostblock-Autos gab, die ja auch ihren Reiz haben. Aber es gab halt nur wenige und sehr selten mal ein Auto aus westlicher Produktion. Und Robert hatte einen Onkel, der in Westdeutschland wohnte und der hatte einen Audi 100 C3. Und mit dem kam er dann immer nach Polen, gefahren mit dem Audi und Robert war als Kind halt völlig begeistert von dieser stromlinigen Form und von diesen ganzen Geschichten. Und er brachte ihm immer als Geschenke Automobilprospekte aus den Autohäusern in Westdeutschland mit. Und deswegen hat Robert ein riesen Portfolio an Prospekten aus den 80er, 90er Jahren. Und er hat sich immer überlegt, irgendwie so ein Audi 80, wenn ich sowas mal haben könnte, also wie ich vielleicht damals vom Porsche 911 geträumt habe oder sowas, hat Robert halt von so einem Audi 80 geträumt, weil er den einfach wahnsinnig toll fand und unglaublich fortschrittlich und im Vergleich zu diesen Autos, die dann halt damals in den Warschauer Paktstaaten noch fuhren, halt auch schon natürlich anders war. Und er hat das immer wieder versucht, hat immer was gesucht. Das sollte auch nicht so viel Geld kosten. Und jetzt hat er den hier gekriegt. Diesen Audi 80 B3. Berliner Fahrzeug, immer in Berlin gewesen. Wie gesagt, 4., 5. Hand jetzt mittlerweile. Erstbesitzer 81. Komplett original erhalten, wie wir gesehen haben. Unfallfrei, ein paar Kampfspuren an den Schwellern. Aber durchaus zu machen und schön zu machen. Und
Robert legt extrem Wert auf Politur, glänzende Lacke, saubere Innenräume. Das, was mir alles völlig egal ist. Das findet er unglaublich bedeutend und deswegen wird er jetzt dieses Auto in den nächsten Wochen wahrscheinlich relativ schnell erstmal polieren, von innen komplett sauber machen, alle Krümel entfernen, die Bezüge säubern, die Kunststoffteile am Armaturenbrett und im Interieur säubern und so weiter und so fort. Und ich bin mir sicher, dass er dieses Auto in einen quasi Neuwagenzustand versetzen wird, zumindest optisch. Und das werden wir euch natürlich zeigen. Also, das heißt, wir haben jetzt wieder ein neues Projektauto, aber diesmal ist es mal nicht meins, sondern es ist Roberts Projektauto und er muss jetzt einfach mal sehen, dass er aus diesem Projekt dann halt auch was hinkriegt. Und wir werden es dann zeigen. So, und damit ihr seht, dass ich kein Blödsinn rede, das ist tatsächlich so ein Prospekt, was Robert von seinem Onkel geschenkt bekommen hat. In den 90er Jahren ist das, glaube ich, oder Ende der 80er. Hier steht dann alles zu diesem unglaublich spannenden Fahrzeug drin. Ja, also gut ablesbare Rundinstrumente hatte dieses Auto, übersichtliche Anordnung aller Funktionselemente, nicht? Das war damals sehr wichtig. Kein Entertainment, kein das. Kompaktes Äußeres und ein großes Raumangebot. Beides ist möglich, schreibt Audi. Er hat eine sportlich kompakte Form und einen der größten Innenräume in seiner Klasse. Kurz ein gelungenes Beispiel für gekonntes Automobildesign. Naja, das Automobildesign ist auch bei Audi gekonnt und wenn man so ein bisschen auf Seife steht, ist ja Audi Design auch eigentlich ganz toll. Und sie haben ja auch in letzter Zeit, muss ich ja schon sagen, also sie haben zum Beispiel mit dem TT so ein bisschen, haben die schon tolles Design gehabt, also Bauhaus-Design so ein bisschen. Ne? Also da haben die sich auch dran orientiert, also Form follows Function, das haben sie schon ganz toll gemacht. So sahen die Sitze aus und dann gab es auch noch so einen tollen Heckspoiler für, für sportlich ambitionierte Fahrer. Ja? Und das war ein seltener 2.0e. Was das alles so gab. Ne? Gab sogar ohne Dach dieses Auto und so weiter und so fort. Genau, das ist eins von dieser tollen Prospektesammlung von Robert. Das sieht auch schon so aus, als ob er da mehrmals drunter geschlafen hat, weil er sich immer gedacht hat, ach, ich will so ein Auto haben und hat geträumt und hat das abends mit ins Bett genommen. So ein bisschen zerknittert ist es, das lag bestimmt diverse Male unter dem Kopfkissen, richtig? Richtig. Jetzt werden wir mit dem Auto noch mal fahren. Ich schilder euch mal so ein bisschen die Fahreindrücke. Genau, seid einfach dabei, wenn wir mit diesem... Ich finde dieses Auto nicht so spannend, das ist halt mein Problem. Ich finde das halt... Für mich ist das halt so... ich weiß noch, als es 86 in den Showrooms der VAG-Händler stand. Ja, da gab es Audi, VW, VAG nannte sich das. Und da stand dann dieses Auto 86 und dann sind wir da auch hingegangen, haben uns das angeguckt und... ich bin es dann auch relativ schnell gefahren, weil ich da einen Führerschein hatte. Und ja, das war schon spektakulär, die Optik. Aber Audi war zu 86 für mich immer noch so, ja, fährst du halt, wenn du 100 bist. Aber mittlerweile hat das einen Reiz, muss ich schon sagen. Ich verstehe den Robert schon ansatzweise. Also wir fahren jetzt. So, auf geht's. Und das erste, was wir jetzt hier sehen, das ist eine Dreigang-Automatik. Das war jetzt so ein Feature, was glaube ich nicht so wahnsinnig oft bestellt wurde, also Dreigang. Zu der Zeit hatte Mercedes natürlich schon eine 4-Stufen-Automatik. Bei BMW weiß ich es gar nicht. Doch auch. Also zumindest im 7er. Das ist also auch jetzt nicht unbedingt State of the Time gewesen damals. Da waren sie schon so ein bisschen rückständig. Das ist also halt so ein VW-Automatikgetriebe. Und diese Sperre hier, man denkt jetzt immer, es müsste sich jetzt lösen von modernen Autos, aber hier muss man, glaube ich, drücken und dann geht man auf D. Und wenn ich jetzt wieder auf R will, muss ich nochmal drücken. Also das war so ein bisschen, ja, damit bloß nichts passiert. Hochsicherheitstrakt. So, hier haben wir eine Servolenkung, das ist schon schön. Wobei dieses Auto eigentlich auch vorne nicht wirklich schwer ist, sodass man auch mit diesem Auto ohne Servolenkung ganz gut zurechtkommt. So, und allein dieses Geräusch erinnert mich, ich erzähle es euch, an meinen Großvater. Der hatte einen VW Passat und zwar den ersten mit so einem fürchterlichen Fließheck. Und dieses Auto hatte damals keine Kopfstützen und er hatte fürchterlich große Ohren. Und immer als Kind dachte ich, oh Gott, wie kann man sich so ein Auto kaufen, wo man von hinten so durchgucken kann und dann sieht man diese großen Ohren. Und ja, und das war dieses Geräusch. Also dieser Motor, das war damals noch auch so ein ähnlicher Motor, aber auch mit Automatik. Und es war genau das gleiche Geräusch. Immer wenn wir da mitfuhren, der hatte dann auch diesen Audi 80, diesen
2, glaube ich, oder B1 oder B2 war das. Der machte dann auch noch dieses Geräusch. Und also lustig, ich hatte gerade so ein Déjà-vu. Gut, kann Robert überlegen, ob er das Rauschen heute dort drin lässt. Meine kleine persönliche VAG-Geschichte. Ja, was soll ich euch sagen? Das Auto fährt nach wie vor sehr modern. Vorderradantrieb, narrensicher, gutes Fahrwerk. Das ist recht komfortabel. Das ist jetzt nicht hart gefedert. Der hat einen ganz guten Wendekreis, zeige ich euch nochmal. Also, das hat man bei Audi ganz gut hingekriegt. Wir haben jetzt hier so ein Rondell und ihr seht jetzt halt, dass dieser Wendekreis sehr eng ist. Bei Telemotor gab es damals immer diese Messungen mit Wendekreisen. Wir mussten um so eine Verkehrsinsel rum. Und das machen wir jetzt auch. Und ihr seht, dieser Wendekreis ist hier wirklich extrem toll. Ja? Das ist mal ein Wendekreis, oder? Also das können heutige Fronttriebler gar nicht so gut. Ja, und obwohl dieses Auto halt von außen doch damals für die Zeit unglaublich modern und fortschrittlich gezeichnet wurde, hier innen umweht einen halt immer noch dieser Hauch des älteren Mannes aus Westdeutschland mit Hut und Klopapierrolle. Also das, ich weiß auch nicht, aber vielleicht ist es auch meine Macke, keine Ahnung. Aber er fährt schön. Die Motoren waren jetzt auch nicht wahnsinnig elastisch, die waren auch immer so ein bisschen brummig, aber wie gesagt, das waren ja keine spektakulären Maschinen. Schön waren natürlich die 5-Zylinder, die sind ja heute auch besonders gesucht, also im Audi 90 und dann auf dem Wagen basiert ja auch noch dieses Audi Coupé, was ja heute auch relativ teuer geworden ist, was es dann auch mit Quattro gab es ja schon vom B2 als Coupé mit Quattro, was dann der kleine Quattro dann war und der Ur-Quattro im Übrigen basierte ja auch auf der Plattform des Audi 80. Glaube ich. Doch, war so. Ja, und was schön ist hier im Innenraum, wie gesagt, das war auch so ein Zeitgeist, dass man so die Türverkleidung so versuchte mit ins Cockpit zu integrieren. Ja? Also es ging hier so ein Bügel rum und auf beiden Seiten und man hatte so das Gefühl, man sitzt hier in so einer Schale. Das sprühte natürlich auch so ein bisschen passive Sicherheit wieder, dieses voluminöse Armaturenbrett und diese große Prallplatte und dann hat dieses Pro Content, was dieses Auto glaube ich nicht hat. Aber das war schon für die damalige Zeit heute spricht man ja auch davon, dass sich die Leute FTVs kaufen, damit sie in so einem Kokon leben. Und das war im Prinzip so der Vorläufer, nicht? Also es war alles sehr um den Fahrer herumgeschnitten, man fühlte sich hier gleich sehr geborgen, sehr beherbergt, sehr sicher. Das sollte das Design natürlich auch noch mit ausstrahlen. Kann es auch immer noch, muss man schon sagen. So eine Mittelarmlehne gibt es hier nicht, gab es auch als Sonderausstattung. Mit diesem Automatikgetriebe ist es natürlich ein ganz komfortables Fahrzeug. Genau, Thema Bremsen, das war auch noch so eine relativ, vorne Scheiben, hinten Trommeln. Nur die Quattro-Modelle hatten hinten Scheiben, die hatten auch eine andere Hinterachse. Aber bei den normalen Autos war das halt immer, bei den normalen Audis war das halt eine vorne Scheiben, hinten Trommeln war halt Standard. So, jetzt zeige ich euch hier nochmal eine schlechte Wegstrecke. Und was ich beim Audi 80 immer toll fand, war, dass er so ganz komfortabel eigentlich abrollte. Also der bollert jetzt auch nichts, der klappert jetzt auch nichts. Das wirkt alles unglaublich stabil, auch jetzt noch. Der federt alles ganz gut weg. Trotz dieser doch relativ belanglosen Achsen. Das ist jetzt ja auch nicht spektakuläres, aber manchmal sind die belanglosesten Dinge auch die besten. Das muss man halt auch sagen. Also McPherson-Federbeine vorne, hinten da die Verbundlenker-Hinterachse. Und das tut seinen Dienst. Also da kann man nicht sagen. Und das Auto ist natürlich auch, was das Fahrverhalten angeht, extrem narrensicher. Also wir können jetzt hier keine großen Fahrversuche machen, weil A eine 30er-Zone ist und B ist das hier auch alles irgendwie, gerade im Sommer kommen hier viele Leute hin, aber ich kann euch gleich mal so ein bisschen was zeigen. Dieses Auto schiebt über die Vorderräder, also untersteuert und bei extremen Lastwechseln kommt dann auch mal das Heck, aber es ist halt für so ein altes Auto absolut narrensicher. Und das zeigt auch wieder mal, dass sich da eigentlich so zwischen den 80er, 90ern und der Jetztzeit eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel getan hat, nicht, in puncto Fahrwerk. Natürlich sind die heute alle elektronisch geregelt und haben elektronische Dämpfersysteme oder Luftfederungssysteme oder sowas alles, aber im Prinzip sind die Grundlagen für wirklich gute, extrem gute Fahrwerke schon auch in den 80er Jahren gelegt worden.
So, da steuert er so ein bisschen. Das ist jetzt alles irgendwie ganz handsam, da passiert nichts. Also das war jetzt nicht in den Grenzbereich gebracht, aber dieses Auto ist wirklich narrensicher und das zeigt, dass so in den 80er Jahren im Prinzip wie ich schon sagte, da ist einfach viel gesetzt worden, was heute noch gilt, beziehungsweise jetzt nicht mehr gilt, weil wir Elektromobilität haben, wo sich vieles auch verschiebt und wo Fahrwerke auch gar nicht mehr so die Bedeutung haben. Aber was Verbrennungsfahrzeuge anging, Gewichtsverteilung, dynamische, aber trotzdem komfortable Fahrwerke. Auch dieses Auto wurde ja unglaublich aufwendig erprobt. Also man ist hat so Hitzetests gemacht in den Wüsten, hat mit dem Kältetests gemacht in Lappland, man hat mit dem Fahrwerksversuche gemacht in Lappland, auf dem Nürburgring und so weiter und so fort. Also das war schon ein sehr hoch entwickeltes Fahrzeug. Man hat sich da wirklich Mühe gegeben, das merkt man ihm heute noch an. Das wollte ich damit sagen. So, und jetzt fällt mir auch nicht mehr viel ein zu dem Auto. Deswegen halte ich jetzt die Backen. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao.